Hallo ihr Lieben, jeder von uns möchte in seiner Privatsphäre respektiert werden, oder? Doch wenn es um den weltweiten Geldfluss geht, so lösen anonyme Transaktionen in puncto Geldwäsche immer wieder heiße Debatten aus. Um beide Seiten der Medaille besser zu verstehen, schauen wir uns in diesem Video daher mal Monero an, der bekannteste und größte Datenschutzcoin mit überhaupt. Das sind alles über meine eigenen Recherchen, keine finanzielle Beratung. Monero, kurz XMR, ist eine führende Kryptowährung, welche zur Klasse der Datenschutzcoins, den sogenannten Privacy Coins, zählt. Ziel der Entwickler war es, jedem auf der Welt schnell und zugleich anonyme Transaktionen zu ermöglichen. Zum Zeitpunkt des Videos ist Monero auf Rang 28 von CoinMarketCap gelistet und verfügt über eine aktuelle Marktkapitalisierung von über 2 Milliarden Euro. Welche Mission hat Monero? Mit Monero soll ähnlich wie Bitcoin ein weltweit dezentrales Zahlungsmittel geschaffen werden. Du hast dann also keine Bank als Mittelsmann, du musst nicht lange warten, bis das Geld ankommt, du zahlst keine hohen Gebühren und Geld ist für dich weltweit 24/7 zugänglich. Doch was ist jetzt der Unterschied zwischen Monero und Bitcoin? Die Grundidee mit dem dezentralen Geldsystem ist die gleiche. Die Blockchain von Bitcoin ist jedoch völlig transparent. Das heißt, du kannst bei jeder Transaktion ganz genau nachverfolgen, wie viel Geld von einem Nutzer zum anderen transferiert wurde. Spätestens dann, wenn ein Nutzer sein Bitcoin über eine Fiat-Bank auszahlen will, muss er sich dazu ausweisen. Dann ist er nicht mehr anonym. Die Bitcoin-Blockchain ist also pseudo-anonym. Monero möchte diese Pseudo-Anonymität lösen. Die Privatsphäre eines Nutzers soll auf der Blockchain von Monero gewahrt werden. Die 3 Grundwerte Sicherheit, Datenschutz und Dezentralisierung stehen dabei an oberster Stelle. Wie setzt Monero die Grundwerte Sicherheit und Datenschutz um? Monero zählt aufgrund seiner Technologie zu den besten und anonymsten Datenschutzcoins, auch Privacy Coins genannt. Das ist eine bestimmte Coinklasse, in die zum Beispiel auch Zcash eingeteilt wird. Monero verschleiert dabei die Informationen zu den Transaktionen. Beim Verschleiern helfen kryptografische Verschlüsselungstechnologien. Eine Übersicht dieser Anwendungen hat bereits Bitcoin2Go für uns ganz schön zusammengefasst. Von diesen ganzen Beispielen, die du hier eingeblendet siehst, gehe ich hier auf 2, die Ringsignaturen und auf die Schattenadressen kurz ein. Beispiel 1, die Ringsignatur. Das ist eine besondere digitale Signatur, wo die Coins nicht geradlinig von Sender A zum Empfänger B geschickt werden, sondern einen Umweg nehmen. Die Ringsignatur ermöglicht diesen Umweg, indem mehrere Sender zu einer Gruppe zusammengefasst werden. Die Einzeltransaktion wird unter allen Transaktionen in dieser Gruppe vermischt. Die Herkunft, also Sender, und das Ziel, der Empfänger der Währung, kann dann nicht mehr zurückverfolgt werden. Die vertrauliche Ringsignatur ist eine Art erweiterte Ringsignatur, die außerdem die Transaktionsbeträge bei Monero verschleiert. Beispiel 2, die Schattenadressen. Das sind zufällige Einmaladressen. Der Sender erstellt eine Einmaladresse im Namen des Empfängers. Beim Eröffnen eines Monero-Kontos bekommst du 3 Schlüssel. Einen privaten Anzeigeschlüssel, den Few-Key. Dann bekommst du zweitens einen privaten Ausgabeschlüssel zum Senden von Zahlungen, daher auch Spend-Key genannt. Und drittens bekommst du noch eine öffentliche Adresse, den Public-Key. Möchtest du jetzt also Geld empfangen, benötigt der Sender von dir nur diese öffentliche Adresse. Der Few-Key ist eine Art Berechtigungsschlüssel, der auch einem Dritten erlaubt, eingehende Transaktionen auf der Blockchain einzusehen, aber die eben nicht ermöglicht, ausgehende Transaktionen zuverlässig anzuzeigen. Welche Chancen und Risiken bieten jetzt Datenschutzcoins allgemein? In autoritären Ländern könnten Kryptowährungen kontrolliert werden. In wirtschaftlich instabilen Ländern könnte der gesamte Geldfluss vollständig unterbunden werden. Ein Datenschutzcoin stellt das Grundrecht der Privatsphäre über alles. Hier ergibt sich also eine Chance für all diejenigen, die Geld zensurresistent senden und empfangen möchten. Auf der anderen Seite geraten Datenschutzcoins zunehmend ins Visier von globalen Regulierungsbehörden. Dennoch, wenn Datenschutzcoins Geldwäsche und Kriminalität in keiner Weise fördern wollen, so kann ein solches Projekt den Missbrauch von Anonymität einfach leider nicht kontrollieren. Aus diesem Grund gehen einige Staaten mittlerweile gegen diese Projekte vor. Maßnahmen sehen vor, zum Beispiel den Handel für Länder und Börsen zu erschweren, indem diese verpflichtet werden, Informationen weiterzuleiten. Die Financial Action Task Force als internationale Institution brachte dazu bereits die FATF Travel Rule heraus. Europa debattiert seit diesem Jahr verstärkt die Umsetzung dieses Leitfadens. Übrigens, die IRS, die US-Bundessteuerbehörde, hatte 2020 eine Belohnung für all diejenigen ausgesetzt, die es schaffen, die Technologie von Monero zu knacken.
Das Kopfgeld betrug stolze $625.000. Wir kommen nun zu den Partnerschaften und zu den Projekten. Über die letzten Jahre akzeptieren immer mehr, mittlerweile über 1000 Unternehmen und Privatpersonen aus aller Welt Monero als Zahlungsmittel. Musiker wie zum Beispiel Mariah Carey oder Marilyn Manson bieten ihren Fans in den Online-Shops an, die Fanartikel mit Monero zu bezahlen. Anhand dieser linken Tabelle kannst du erkennen, dass insbesondere Online-Shops und Retail, dicht gefolgt von Krypto- und Internetdienstleistern Monero akzeptieren. In der blauen Tabelle siehst du die prozentuale Akzeptanz der Länder. Monero wird am meisten von Unternehmen aus den USA akzeptiert. Auf der Webseite cryptwerk.com findest du all die Firmen, Online-Shops oder Dienstleistungen aufgelistet, die Monero akzeptieren. Den Link findest du auch noch einmal unten in der Beschreibung. Monero betreibt auch ein eigenes Research-Labor, wo Entwickler erforschen, wie die Privatsphäre vom Monero-Protokoll noch mehr verbessert werden kann. Die Community hat sich darüber hinaus zu weiteren Arbeitsgruppen, zum Beispiel zur Entwicklung oder der Webseite, organisiert. Wie schaut es nun mit den Tokenomics aus? XMR ist die Abkürzung für die Kryptowährung Monero. Monero fungiert wie Bitcoin auch als dezentrales Zahlungsmittel. XMR wird auf der Blockchain für die Transaktionsgebühren an die Miner verwendet. Eine zusätzliche XMR-Ausschüttung dient außerdem als finanzieller Anreiz für die Miner, um das Netzwerk stabil zu halten. Mit dem Launch von Monero im April 2014 gab es laut Monero-Webseite kein Token-Sale und auch kein Pre-Mining. Das heißt, dass keine Coins mehr vorgeschifft wurden. Wie unterscheidet sich Moneros Tokenverhalten von Bitcoin? Bei Bitcoin ist der Gesamtvorrat auf eine maximale Anzahl von 21 Millionen Coins unwiderruflich im Code festgelegt. Im Gegensatz dazu gibt es bei Monero keinen festen, definierten Gesamtvorrat, sondern nur eine feste Emissionsrate, also eine Ausschüttungsrate. Seit Ende Mai 2022 wurde die Gesamtversorgung von ca. 18 Millionen geschifften XMR erreicht. Von nun an werden kontinuierlich weniger Coins ausgeschüttet, nur noch 0,3 XMR pro Minute. Das entspricht einer Inflationsrate von ca. 1% im ersten Jahr. In den kommenden Jahren wird immer weniger zusätzlich ausgeschüttet, sodass sich diese Rate den 0% annähert. Diese Restausschüttungen, die sogenannten Tail Emissions, soll die Minerarbeit neben den Gebühren dauerhaft attraktiv genug halten. Wie kann sich der Wert von Monero entwickeln? Den Wert erhält Monero solange Menschen den Coin kaufen. Andersherum sinkt der Preis, wenn keiner mit Monero handeln möchte. Wir müssen uns also fragen, was kann die Nachfrage erhöhen? Das ist zum einen erstmal der Zuwachs an Unternehmen und Privatpersonen, die Monero akzeptieren. Dann als nächstes das zunehmende Bedürfnis nach Privatsphäre in diesem heutigen, wir nennen es ja auch gläsernes Zeitalter. Dann als nächstes die neuen Tokenomics mit der veränderten Inflationsrate. Mit sinkender Inflation werden bei gleichbleibender Nachfrage immer weniger Monero-Coins im Angebot sein. Das könnte den Preis nach oben treiben. Da zwar durch die Restemissionen immer weiterhin Bruchstückchen an Monero-Coins geschifft werden, kann die Geldmenge dennoch relativ stabil bleiben. Das liegt daran, dass immer mal wieder Coins verloren gehen, wenn zum Beispiel jemand seinen privaten Schlüssel verliert. Als nächstes könnte auch die aktuelle Weltwirtschaft und die Finanzen eine entscheidende Rolle spielen. Denn die Angst vor zu großen Verlusten in bärischen Zeiten oder auch getrieben durch die Inflation, die wir aktuell erleben, lässt die Investoren wieder in größere und längere, sicherere Anlagen und auch dadurch bestehende Kryptowährungen akkumulieren. Monero gilt aufgrund seiner langen Historie als relativ vertrauenswürdig. Dann, die Politik könnte auch entscheidend sein. Aktuelles Beispiel der Ukraine-Konflikt. Einige russische Banken wurden vom SWIFT-Zahlungsverkehr ausgeschlossen. Erlaubnisfreie Kryptowährungen wie Bitcoin, aber eben auch Monero könnten theoretisch alternative Zahlungswege während solcher Sanktionen ermöglichen. Was kann jetzt auf der anderen Seite die Nachfrage senken und dadurch den Wert von Monero nach unten drücken? Das könnten mögliche Regulationen von Kryptowährungen sein. Behörden verschiedener Länder wie Europa oder USA könnten zukünftig Kryptowährungen stärker regulieren, manche Währungen vielleicht sogar verbieten. Das würde zu einer Abwanderung solcher Projekte in andere Länder führen. Weitere Börsen würden Monero nicht mehr listen wollen. Einer der möglichen Ängste auch, warum 2021 zuletzt die Exchange Bittrex Monero, Dash und Zcash aus dem Programm genommen hat. Dann, was könnte auch noch weiterhin die Nachfrage senken, das wären andere Kryptotrends.
Heutzutage kommen wir immer mehr wieder in Richtung DeFi, NFT und grundsätzlich Utility. Monero ist in Anführungszeichen nur ein Zahlungsmittel, ein Coin, der durch den Handel lebt. Staking, Lending, Yield Farming als alternative Anlageoptionen, größere Ökosysteme anderer Plattformen und neuere Trends könnten Monero zum Nischenprodukt machen. Und vielleicht auch andere private Kryptowährungen, wie zum Beispiel Zcash, auf die sich die Nachfrage in Zukunft verteilen könnte. Ein letzter Punkt vielleicht noch, was die Nachfrage senken könnte, wären Medien, die Negativschlagzeilen pushen rund um Kriminalität, Betrügereien und so weiter. Dadurch würden vielleicht kurzfristige Abverkäufe ausgelöst werden. Wo kannst du XMR kaufen und aufbewahren? Derzeit kannst du XMR auf manchen größeren Exchanges wie zum Beispiel Binance oder KuCoin kaufen. Obwohl die Kryptowährung gemessen am Marktvolumen unter den Top 30 liegt, möchte eben nicht jede Börse den Privacy Coin listen. Coinbase zum Beispiel unterstützt den Handel aufgrund regulatorischer Befürchtungen durch die US-Behörden nicht. Einmal erworben, hast du ein paar Möglichkeiten, XMR aufzubewahren. Die Monero-Community bietet dazu das Desktop GeoE Wallet an. Das ist eine Open-Source-Software, die du dir auf deine Rechner herunterladen musst. Bisher gibt es dafür noch keine mobile Version. Die Nutzung dieser Software erfordert keine Verifizierung. Auch hier bleibt die Anonymität der Nutzer und des Entwicklerteams oberste Priorität. Die Konsequenz ist aber unter anderem, dass du dich vollkommen auf den Support der Community verlassen müsstest. Auch in puncto Sicherheit und Regulation muss die Software kritisch betrachtet werden. Hier siehst du noch einmal die Vor- und Nachteile im Überblick eingeblendet von einer aktuellen Bewertung durch CoinCierge. Den Link habe ich dir in die Beschreibung gepackt. Alternativ unterstützen auch Hardware-Wallet-Anbieter wie zum Beispiel Ledger Nano X oder Ether Senden und Empfangen von XMR. Auch Soft-Wallet-Anbieter wie Edge unterstützen die Aufbewahrung deiner Monero-Coins. Einen Link mit einer Übersicht zu den kompatiblen Wallets für XMR findest du auch noch weiter unten in der Beschreibung. Wie unterscheidet sich jetzt Moneros Technologie von Bitcoin? Wie Bitcoin auch verwendet Monero zunächst erst einmal einen Proof-of-Work-basierten Zustimmungsmechanismus. Bei beiden Netzwerken stimmen also die Miner über einen neuen gültigen Block ab. Die Protokolle unterscheiden sich jedoch. Monero verwendet zum Beispiel das CryptoNote bzw. CryptoNight-Protokoll. Der Proof-of-Work-Algorithmus wird RandomX genannt. Bei Bitcoin entsteht etwa alle 10 Minuten ein neuer Block, bei Monero etwa alle 2 Minuten. Die Blockgröße ist bei Bitcoin, jetzt ungeachtet der ganzen Off-Chain-Lösungen wie Segwit und so weiter, limitiert. Monero bietet eine dynamische Blockgröße an. Die Rate, mit der die Blockgröße jedoch nach Bedarf wachsen kann, ist begrenzt. Wie setzt Monero den Grundwert Sicherheit und Dezentralität um? Die Blockchain-Technologie an und für sich ermöglicht bereits ein dezentrales Netzwerk. Monero verstärkt diesen Grundgedanken und möchte, dass selbst in diesem Netzwerk ein Nutzer niemand anderem wie einer Firma vertrauen muss. Monero unterstützt daher zwei Formen von Mining, das Solo-Mining und das Peer-to-Peer-Mining in Pools. Monero möchte darüber hinaus große zentral organisierte Mining-Farmen verhindern. Der Proof-of-Work-Algorithmus soll so konzipiert worden sein, sodass ein Miner mit einer speziellen Hardware keinen zusätzlichen Vorteil hat im Vergleich zu einem Nutzer mit einer alltäglichen Hardware. Wir sprechen hier unter anderem auch von einem ASIC-resistenten Algorithmus. Bitcoin kann zum Beispiel als nicht ASIC-resistent angesehen werden. Hinter Monero steckt kein einzelner Gründer oder kein CEO. Vielmehr arbeiten ein Kernteam und eine Community hinter dem Open-Source-Projekt. Im Laufe all der Jahre sollen Hunderte von Entwicklern bei Monero mitgewirkt haben. 7 Mitbegründer werden immer wieder erwähnt, von denen bisher nur 2 Namen öffentlich wurden. Der Rest wollte eben auch anonym bleiben. Die Ideen zu Monero wurden 2013 von einem Nicolas van Saberhagen erstmals in einem White Paper beschrieben. Gerüchte erwähnen einen weiteren Namen, Satoshi Nakamoto, den Erfinder von Bitcoin. Bis heute konnte jedoch niemand dieses Gerücht bestätigen. Die Ursprünge von Monero reichen bis ins Jahr 2012 zurück, als eine andere datenschutzorientierte Kryptowährung namens Bytecoin, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, eingeführt wurde. Die Bytecoin-Community war sich 2 Jahre später bei einigen Änderungsvorschlägen nicht einig. Es kam so 2014 zu einer harten Abspaltung einer sogenannten Fork der Bytecoin-Codebasis. Ein Mitglied aus dem Bitcoin Talk Forum namens Thankful for Today führte diese Hard Fork mit Unterstützung der Community durch. Monero, eine neue Kryptowährung, entstand. Ein weiterer der öffentlich bekannten Hauptentwickler ist Riccardo Spargni, auch bekannt als Fluffy Pony. Spargni war bis 2019 führend an Monero mitbeteiligt. 2022
muss sich Sparkny nun vor dem südafrikanischen Gericht behaupten. Ihm werden aus seinen früheren Unternehmungen 378 Betrugsfälle vorgeworfen. Übrigens, Monero kommt aus der weltweit größten erfundenen Sprache der Plansprache Esperanto und heißt übersetzt sowas wie Münze. Eine Zeit lang hieß Monero Bitmonero, was in Esperanto Bitcoin bedeutete. Um eine sprachliche Abgrenzung zu Bytecoin zu schaffen, wurde dann nach Community-Entschluss das Bit einfach weggelassen. Mein Fazit zu Monero: Mit Monero erhält jeder die Chance, bargeldlos in Sekundenschnelle weltweit zu bezahlen. Mehr als Bitcoin fokussiert sich Monero als Datenschutzcoin auf anonymes Bezahlen. Die Transaktionen sind vertraulich und nicht rückverfolgbar. Der Schutz des Einzelnen geht hier vor alles andere. Das führt in Zeiten von Big Data und Co. auf der einen Seite zu einer immer größeren Beliebtheit. Auf der anderen Seite kann diese Anonymität in Extremfällen böswillig ausgenutzt werden. Vieles hängt außerdem von den zukünftigen Regulationen durch weltweite Behörden ab. Auf dem Krypto-Dezentralitätstacho stufe ich nach all der genannten Punkte Monero als High Performer ein, als eine sehr dezentral orientierte Kryptowährung. So, und damit sind wir auch schon wieder am Ende angekommen. Falls du Fragen hast, Feedback an mich, kommentiere einfach unter dem Video. Wie stehst du grundsätzlich zu Privacy Coins? Wo siehst du Chancen? Wo siehst du Risiken? Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich über ein Like von dir. Mehr Infos zu weiteren Kryptoprojekten findest du auch auf meinem Kanal. Schau dich einfach um. Um noch mehr von Krypto zu wissen, kannst du mir auch gerne über Twitter folgen. Dort halte ich dich immer wieder auf den Laufenden. Ansonsten freue ich mich auf dich ganz bald wieder. Ich bin Miss Krypto und bis zum nächsten Mal. Tschüss.